Deutsch lernen durch Hören. Viktors Vermieter. Viktor ist vor 2 Wochen in seine neue Wohnung gezogen. Er fühlt sich dort sehr wohl. Auch sein Vermieter scheint ein netter Mensch zu sein. Doch heute passiert etwas Seltsames. Mitten in der Nacht klingelt es an Viktors Wohnungstür. Viktor hat einen guten Schlaf. Er wacht nicht sofort auf. Aber das Klingeln hört nicht auf. Endlich erwacht Viktor. Was ist denn los? Es ist doch erst 2:30. Wer kann das sein? Viktor steht müde auf und öffnet die Tür. Vor ihm steht Herr Müller, Viktors Vermieter. Herr Müller murmelt etwas. Viktor versteht ihn nicht. Was ist los, Herr Müller? Ist etwas passiert? Aber Herr Müller reagiert nicht. Er geht einfach an Viktor vorbei in die Wohnung. Im Wohnzimmer setzt er sich auf das blaue Sofa. Viktor folgt ihm. Herr Müller? Sein Vermieter reagiert immer noch nicht. Viktor macht das Licht an. Jetzt bemerkt er, dass Herr Müller einen starren Blick hat. Herr Müller? Sind Sie wach? Sein Vermieter reagiert auch jetzt nicht. Ach du meine Güte, ich glaube, Herr Müller ist ein Schlafwandler. Er läuft im Schlaf. Das ist ja gefährlich. Ich habe gelesen, dass man solche Leute nicht wecken soll. Vielleicht hilft es, wenn ich ihn hinlege. Viktor will Herrn Müller aufs Sofa legen. Das ist sicherer. Vielleicht schläft er dann weiter. Herr Müller liegt jetzt auf dem Sofa. Viktor deckt ihn mit einer Wolldecke zu. Er selbst kann jetzt nicht mehr schlafen. Viktor macht sich eine große Tasse Tee und setzt sich auf den Sessel. Er beobachtet seinen Vermieter. Herr Müller scheint tief und fest zu schlafen. Das ist ja wieder gut gegangen. Gut, dass er zu mir gekommen ist. Wenn er auf der Straße gelandet wäre, wäre es gefährlich geworden. Am nächsten Morgen kann sich Herr Müller an nichts mehr erinnern. Aber er ist dankbar, dass Viktor sich um ihn gekümmert hat. Ich habe diese Krankheit schon sehr lange. Deshalb schließe ich meine Wohnungstür immer ab. Den Schlüssel verstecke ich in der Kaffeedose. So kann ich wenigstens nicht im Schlaf aus der Wohnung herauslaufen. Ich habe ihn wohl letzte Nacht vergessen. Vielen Dank für die Hilfe. Viktor muss lachen. Herr Müller, Sie sind der seltsamste Vermieter, den ich je hatte. Kommen Sie, trinken wir einen Kaffee zusammen. Wenn Sie noch einmal nachts bei mir klingeln, weiß ich, was los ist. Das Sofa ist jederzeit für Sie reserviert. Deutsch lernen durch Hören. Tödlicher Unfall. Viktor wohnt in einer kleinen Wohnung. Sie liegt an der Hauptstraße. Sein Vermieter, Herr Müller, leidet an einer seltenen Krankheit. Er ist Schlafwandler. Oft steht er nachts auf und läuft umher, ohne es zu merken. Das ist kein großes Problem, solange er in seiner Wohnung bleibt. Aber manchmal vergisst Herr Müller, die Wohnungstür abzuschließen. Dann wird es gefährlich. Viktor hat Herrn Müller schon an den seltsamsten Orten gefunden. Im Treppenhaus, im Fahrradkeller und auf der Kinderschaukel im Garten. Viktor kann heute nicht schlafen. Er hat noch spät Kaffee getrunken und ist jetzt hellwach. Ich werde mich noch kurz auf den Balkon setzen. Vielleicht macht mich die Nachtluft müde. Viktor setzt sich auf seinen Stuhl und schaut auf die Straße. Es ist 1 Uhr nachts. Die meisten Menschen schlafen um diese Zeit. Eine schwarze Katze schleicht umher. Gelegentlich fährt ein Auto vorbei, aber sonst ist es ziemlich still. Plötzlich fällt ein Lichtstrahl auf den Bürgersteig vor Viktors Haus. Jemand hat die Haustür geöffnet und kommt aus dem Haus.
Oh nein, bitte nicht. Das ist wieder Herr Müller. Der geht auf die Straße. Viktor reagiert sofort. Er rennt seinem Vermieter hinterher. Ich muss ihn ins Haus holen. Wenn jetzt ein Auto kommt, ist es vorbei. Herr Müller balanciert auf der Straße auf der Fahrbahnmarkierung. Herr Müller, wachen Sie auf! Doch Herr Müller ist nicht ansprechbar. Viktor nimmt ihn am Arm. Er will ihn zurück auf den Bürgersteig ziehen. Da kommt ein Auto um die Ecke. Es fährt viel zu schnell. Das Auto trifft Herrn Müller an der Hüfte. Er wird durch die Luft geschleudert. Jetzt ist er wach. Mein Gott, Herr Müller! Viktor schaut sofort nach ihm. Sie sind verletzt. Ich rufe den Krankenwagen. Aber Sie haben großes Glück gehabt. Das hätte ein tödlicher Unfall werden können. Herr Müller schaut sich um. Oh mein Gott. Danke, Viktor. Sie haben mich wieder einmal gerettet. Was würde ich ohne Sie machen? Viktor nickt. Ab heute werde ich jeden Abend kontrollieren, ob Sie Ihre Tür auch wirklich abgeschlossen haben. So kann es nicht weitergehen. Herr Müller stimmt zu. Das ist sehr freundlich. Ich werde Ihnen die Miete etwas reduzieren. Dann sind Sie ab heute offiziell mein Leibwächter. Jetzt müssen beide lachen. Aber lassen Sie sich erst einmal im Krankenhaus untersuchen. Der Krankenwagen kommt gleich. 3 Kreuze machen. Wenn man redensartlich 3 Kreuze macht, dann ist man erleichtert oder froh, dass etwas vorbei ist. Zum Beispiel: Olaf hat morgen seine letzte Prüfung. Wenn er diese Prüfung überstanden hat, dann fühlt er sich erleichtert und ist glücklich, dass er es geschafft hat. Er macht dann 3 Kreuze.